Im heutigen Video geht es um die Motorradhebebühne der Firma Twinbush. Fakten und Details. Natürlich zeige ich euch die Hebebühne im Detail, also in der Nahaufnahme. Beschreibe das Ganze ein bisschen und wir reden auch darüber, was ist an der Hebebühne gut und schlecht und wie hat sie in dem vergangenen Jahr funktioniert. Damit herzlich willkommen zu diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Twinbush Bauzeit, glaube ich, über 20 Jahren, Werkstattausrüstung und unter anderem auch diese Motorrad-Scheren-Hebebühne. Die Firma Twinbush hat sich, so kann man das aus deren Videos auch entnehmen, auf die Fahnen geschrieben, kostengünstige Geräte zu bauen, die sich auch jeder leisten kann, soweit. Für einen günstigen Taler sozusagen und sagte auch selbst, dass die Geräte in einigen Bereichen, wie soll ich sagen, recht pragmatisch gebaut sind. Ja, also man sieht es, sehen wir dann später auch so, in manchen Bereichen ist es einfach so, dass man sich da etwas mehr Mühe hätte geben können oder das Ganze etwas anders hätte konstruieren können. Vorweg kann man schon sagen, das tut der Funktion so einer Hebebühne, also ich kann jetzt nur von dieser Hebebühne sprechen, im Prinzip keinen Abbruch. Dafür hat man halt eben einen relativ günstigen Preis. Der Preis für die Hebebühne aktuell ist knapp 1.700 €, ja, zuzüglich Versandkosten, wenn ihr die dort nicht selber abholen könnt. Ich habe die dort selbst abgeholt, weil es bei uns ganz in der Nähe ist und habe mir somit die Versandkosten eben halt letztendlich gespart. An der Stelle will ich natürlich dazu sagen, das ist kein gesponsertes Video. Ich habe die Hebebühne selbst gekauft, das nur nebenbei. Ja, wenn ihr euch so eine Hebebühne kauft, was braucht ihr eigentlich dazu? Also zum einen, das ist ganz einfach, eine Steckdose 230 Volt, das Ding ist steckerfertig, Stecker in die Steckdose, Öl bzw. Hydrauliköl im Öltank kontrollieren und die Reise kann beginnen. Zum anderen braucht man einen Kompressor. Der Kompressor muss nicht besonders groß sein, weil diese Hebebühne einfach keine besonders große Luftmenge benötigt, allerdings einen Druck zwischen 6 und 8 Bar etwa. Das kann man auch mit so einem kleineren Kompressor also gut realisieren. Da braucht man nicht so einen ewig großen Lufttank. Das passt dann schon. Ja, und wenn man diese Hebebühne kauft, als ich die geholt habe, war die in einer großen Holzkiste drin, ungefähr, also ein bisschen größer wie 2-Euro-Paletten und etwa 40 cm hoch. Da ist die gut verpackt und auf diese Grundpalette draufgeschraubt. Und man kann die, ja, wenn man ein geeignetes Fahrzeug hat, einfach relativ gut transportieren. Was natürlich der Fall ist, dieses Teil wiegt 285 Kilo. Das ist dann schon eine Nummer, also da brauchen wir schon ein paar Leute, so war es zumindest hier bei uns, dass man die von der Palette runterbekommt und dann an die passende Stelle hinbekommt. Sie hat zwar Rollen, aber die Rollen helfen halt nur für vorwärts, rückwärts und nicht irgendwie so rangieren rechts und links. Insofern, das ist ein bisschen ein Aufwand, aber es geht, also ist kein Problem. Kommen wir mal zu den Fakten zu dieser Hebebühne. Das ist eine Scherenhebebühne, die hat eine Tragkraft von 500 Kilo, maximal 500 Kilo und eine Hubhöhe, also die Höhe des Tisches, wenn man sie hochfahren kann, von 1200 mm. Und da sind wir schon im Punkt. Da hinten sieht man es im Bild. Deckenhöhe beachten. Bei mir ist die Deckenhöhe nicht besonders hoch, wie vielleicht bei vielen von euch, die darüber nachdenken, so eine oder eine ähnliche Hebebühne zu kaufen. Das heißt, 1,20 Meter kann man das Ding hochpumpen, ja, aber ist natürlich begrenzt durch das Motorrad, was da oben drauf steht. Ich habe es mal gemessen, wenn die GS draufsteht und der Windschutz vorne knapp unter der Decke ist, glaube ich, waren irgendwo so um die 79, 80 Zentimeter, die ich sie hochpumpen kann.
Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber auch da könnte man sich, wenn man immer das gleiche Fahrzeug hat, könnte man sich an der technischen Einrichtung was bauen, dass sie eben einfach nicht weiterfährt. Das geht. Es ist auch ein Endabschalter dran, der eben bei 1,20 Meter dann das Ganze stoppt. Ja, wir haben eine Plattformlänge, also des Tisches, des reinen Arbeitstisches von 2480 mm und eine Tischbreite von 715 mm. Das ist schon eine ordentliche Breite hier, da kann man gut drauf arbeiten, also man kann gut Werkzeug drauf ablegen und bis jetzt hat noch jedes Motorrad gut da drauf gepasst. Da ist ja dann oft auch entscheidend diese Länge, dass es passt und das geht hier bei dieser Größe wunderbar. Im Gesamten ist die Hebebühne mit der Auffahrrampe 3180 mm lang. Vom Hersteller angegeben wird die Geschwindigkeit beim Hochfahren und beim Runterfahren bis zum Maximalpunkt von 1,20 Meter von 30 Sekunden. Selbst gemessen habe ich das nicht, weil mich das eigentlich gar nicht interessiert. Sie fährt hoch und sie fährt runter. Betriebsspannung haben wir schon gehabt, 230 Volt und ein Kompressor. Der Druckanschluss für den Kompressor ist bereits an der Hebebühne dran. Das heißt, wir brauchen nur noch einen Schlauch, den man unten anstöpselt. Das sehen wir dann aber auch. Und die Maschine oder das Gerät wird mit Druckluft beaufschlagt sozusagen. Ja, und für alle die so ein Teil gewerblich nutzen, ist es so, dass ein CE-Prüfzertifikat dabei ist. Das heißt, man kann an dieser Hebebühne auch die regelmäßigen UVV-Prüfungen machen. Was ist eine UVV-Prüfung? Das sind die Unfallverhütungsvorschriften. Das heißt, es wird getestet, ob dieses Gerät in einem einwandfreien Zustand ist, dass man daran arbeiten kann, ohne dass man irgendeiner Gefahr ausgesetzt ist. Das ist aber nur dann interessant, wenn beispielsweise fremde Leute oder Mitarbeiter an so einer Hebebühne arbeiten, dann ist das wichtig und das kann dieses Gerät eben leisten. Ja, dann haben wir den Hubtisch. Der Hubtisch, die Maße haben wir schon gesagt. Der Hubtisch ist komplett eine Stahlplatte, letztendlich hier an den Kanten hochgeböttelt, dass man wie so eine Wanne hat. Das ist ein Riffelblech obendrauf, das heißt, das Ganze ist natürlich auch rutschhemmend. Wobei man auch sagen muss, wenn man jetzt mit nassen Reifen da drauf fährt, muss man dann trotzdem doch schon ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem ist es eben nicht ganz glatt. Es rollt euch nicht alles weg und es rutscht eben halt auch nicht so sehr. Serienmäßig ist bei dieser Hebebühne, gibt es Zurpunkte, die sind nur hier im vorderen Bereich, also der und da drüben, wenn man das hier sieht, ne, also diese Klemme, gibt es also die zwei und man hat hier in der Mitte auf der Bühne nochmal Anschraubpunkte, um solche Ösen dran zu machen. Für mich war das ein bisschen zu wenig. Ich habe dann letztendlich noch ein paar nachgerüstet, also insgesamt habe ich jetzt 6 Zurpunkte für Gurte. Das kann man aber relativ leicht und einfach realisieren. Ja, für viele ist wahrscheinlich entscheidend, wie hoch ist eigentlich der Tisch, also die Arbeitsfläche, wenn sie ganz unten ist. Also wenn sie ganz runtergefahren wird, haben wir eine Höhe von etwa 20 cm. Das ist der Bereich im Prinzip, wo man so ein schweres Motorrad hochschieben muss. 20 cm, es gibt bestimmt niedrigere, aber 20 cm, denke ich, ist nicht so extrem. Also mich hat es bis jetzt noch nicht gestört, zumal die Auffahrrampe relativ lang ist. Ja, dann haben wir hier im vorderen Bereich eine Radklemme sozusagen, die hier über 2 Druckluftkolben verfügt, wo man dann hier zwischendrin im Prinzip das Vorderrad direkt fixieren kann. Wie man das macht, zeige ich euch gleich mal. Da haben wir hier auf der Seite eine Verstellung. Jetzt steht die auf offen. Und wenn wir dann hier mal gucken und ich drehe den Hebel rum, dann geht die auch zu und wir können das Vorderrad eben im Prinzip klemmen. Was ein bisschen doof konstruiert ist, hier, das sieht man vielleicht, hier ist so eine Kante, so eine abgesetzte Kante. Das ist im Prinzip ganz okay,
Problem ist nur, dass dieser Abstand relativ groß ist hier oben. Das heißt, wenn wir einen Reifen haben, der einen relativ niedrigen Querschnitt hat, dann kann es passieren, dass wir mit der Kante eventuell an die Felge kommen. Das ist nicht ganz so schön gelöst, aber man kann zum einen hier was draufkleben, also ein Gummi draufkleben, oder man verringert halt hier den Abstand mit einem Abstandshalter, dass das Rad, dass wirklich nur das Gummi mit dieser Halterung geklemmt wird. Das ist nicht ganz so schön gelöst. Mir ist das noch nicht passiert, aber ich weiß, dass es Leute gibt, denen das schon passiert ist. Man kann dann hier den Hebel wieder umlegen und die Klemmung geht wieder auf. So, dann haben wir im hinteren Bereich hier so eine Klappe eingebaut. Diese Klappe, die dient dazu, wenn man ein Motorrad draufstehen hat, bei dem man das Hinterrad rausmachen muss, dann kann man diese Klappe nach unten wegklappen. Das schauen wir uns gleich mal an. Das ist nämlich ein bisschen doof gelöst. Gucken wir mal. Und zwar ist es so, wenn man diese Hebebühne, sagen wir mal, nur in diesem Bereich fährt, dann bekommen wir diese Klappe nicht auf. Schauen wir uns mal an. Die ist also hier unten mit so einem Spannteil gesichert. Und da sehen wir also schon das Problem, dass es hier unten gesperrt ist durch diese Quertraverse, die darüber geht. Das heißt, wir müssen diese Hebebühne auf ein bestimmtes Maß hochfahren und da sind wir dann schon ein bisschen eingegrenzt von der Deckenhöhe. So, das heißt also, wenn man die Hebebühne hier auf 1,04 Meter etwa, also von der Arbeitsfläche aus gesehen, nach oben fährt, dann bekommt man die Klappe hier hinten auf, allerdings nicht komplett. Ja, ich zeige euch das mal. Da haben wir immer noch dieses Ding hier im Weg. Das heißt, es muss letztendlich wirklich hier drüber hinausgehen, dass man diese Klappe aufmachen kann. Und da sind wir dann bei 1,10 Meter. Und dann kann man diese Klappe ganz nach unten machen. Das sieht dann so aus. Das ist wirklich schon sehr, sehr praktisch, wenn man es nutzen kann. Schauen wir nochmal da unten. Ne, dann steht es hier im Prinzip an. Wenn sie noch höher ist, können wir das Ganze noch weiter runterklappen. Das ist schon alles sehr, sehr stabil gemacht hier. Der Verschluss ist auch ausreichend stabil. Allerdings ja, ist es natürlich ziemlich doof, denn wir haben jetzt hier nur noch eine Deckenhöhe bei mir von 1,20 Meter. Und 1,20 Meter, naja, ich glaube nicht mal, wenn man einen Supersportler nimmt, dass der mit 1,20 Meter zufrieden ist. Das liegt jetzt natürlich nicht komplett an der Hebebühne, sondern das liegt natürlich auch an meiner Deckenhöhe. Hätte ich eine höhere Deckenhöhe, wäre es überhaupt gar kein Problem. Allerdings haben wir dann wieder diese Sache, wenn wir kleine Leute haben, die so eine Hebebühne haben, bei 1,20 Meter und man will dann irgendwas am Tank oder am Zylinderkopf oben machen, ja, dann kommt man da wieder nicht hin, dann muss man wieder runterfahren und. Also das ist, naja, kommen wir zur Steuerung. Die Steuerung ist denkbar einfach gelöst. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Hebebühne hat einfach einen Stecker dran, so einen Schuko-Stecker, ab in die Steckdose. Und dann haben wir auf beiden Seiten letztendlich Fußtaster. Ja? Fußtaster für runter, Fußtaster für hoch. Und auf der anderen Seite drüben, das was wir da sehen, war der Schalter für die Radklemme. Die Elektronik sitzt, das können wir da drüben mal sehen. Die Elektronik sitzt hier drin, das heißt hier sind die ganzen Kabelanschlüsse,
zu zum Beispiel dem Endabschalter, der hier ist. Das heißt, wenn wir auf 1,20 Meter hochfahren, schaltet die Hebebühne automatisch ab über diesen Schalter. Wir haben hier nochmal für die Radklemmung und was ganz wichtig ist, also hier auch auf der linken Seite die Fußtaster, und was ganz wichtig ist, ist die Sicherheitseinrichtung. Das heißt, das ist so ein Teil, was, wie ich finde, ja, pragmatisch gelöst ist. Das funktioniert wunderbar. Im Prinzip geht beim Hochfahren der immer mit. Können wir mal kurz machen. Und wenn wir dann runterdrücken, geht der hoch und es geht weiter. Das heißt, wenn wir keine Druckluft haben, geht dieser kleine Stempel nicht hoch und dieser Kolben hier, der fährt im Prinzip in diesen Haken hinein und die Hebebühne wird daran gehindert, runterzufallen, falls irgendetwas passiert, dass beispielsweise der Hydraulikschlauch hier platzt oder am Zylinder hier irgendetwas nicht stimmt. Das ist eben halt eine Sicherheitseinrichtung, die unbedingt notwendig ist. Ja, dann haben wir 4 Rollen. Diese Rollen sind hier jetzt frei, also man kann die runterdrücken, indem man die Schraube reinfährt, also reinschraubt, dann drückt die Rolle nach unten, oder wir lösen das Ganze hier und dann kann man die Rolle nach oben stellen, wenn wir sie nicht brauchen. Die Rollen, die waren bei mir, also die sind an allen 4 Ecken, hier vorne und da hinten rechts und links haben wir die auch nochmal. Die waren bei mir eigentlich nur wichtig, als ich die Hebebühne hier hingestellt habe, dass wir die vor und zurück rollen konnten da drauf. Ansonsten sind die zumindest für mich nicht interessant. Wir haben hier Befestigungslöcher, wenn wir sie im Boden befestigen wollen. Ich habe das hier nicht gemacht. Die steht hier eben auf verschiedenen Unterlagen aus Gummi, dass sie einmal ausnivelliert ist und zum Zweiten nicht rutschen kann. Zum Thema Pragmatismus kann man sagen, ja, das ist schon sehr einfach gemacht hier, aber wenn man es braucht, funktioniert es auch. Dann haben wir hier den Hauptdruckluftanschluss und hier ist im Prinzip der Zugang von eurem Kompressor, je nachdem, und es gibt hier noch eine Möglichkeit, im Prinzip einen weiteren Druckluftanschluss, zum Beispiel wie hier so eine Druckluftpistole anzuschließen. Ja, ich habe mir halt hier so einen Doppelverteiler dran gemacht, dass ich eventuell nochmal auch einen Schlauch mit anschließen kann. Das passt schon. Ja, Elektromotor ist unten verbaut, nimmt keinen großartigen Platz weg, es passt genau alles. Die Schläuche, die Druckluftschläuche sind hier im Holm verlegt und kommen dann letztendlich hier unten raus. Das ist auch so ein bisschen was man natürlich dann zusammenbauen muss, weil die Radklemme nicht dran ist. Aber das ist ganz einfach gemacht. Hier so Verbinder, so Schraubverbinder und fertig. Ne? Man kann auch die Radklemme nochmal versetzen. Das heißt, man kann sie entweder so wie hier im Mittelpunkt montieren oder man macht sie ganz nach vorne, dann nimmt sie weniger Platz auf der Hebebühne weg. Oder man montiert sie weiter nach hinten, also dafür sind diese Löcher gedacht. Kann man machen, wie man will. Man kann sie auch durch die langen Löcher nochmal verschieben und gut ist. In der Fläche gibt es dann nochmal diese Verschraubung, die habe ich hier geschlossen, zumindest zum Teil. Die wären dann zum Beispiel für solche Ringösen. Beim Lieferumfang dabei sind ganz normale verzinkte kleine Ösen. Ich habe hier mir im Prinzip auf jeder Seite 3 Edelstahlringösen dran gemacht, mit auf der anderen Seite eine Hutmutter, dass es hier eben schön glatt ist. Der originale Punkt, das ist einfach hier so eine Mutter aufgeschweißt und fertig. Ja, und das Ganze gibt es natürlich dann auch auf beiden Seiten. Die Lackierung im Übrigen ist eine Rallfarbe, weiß jetzt nicht welche Rallfarbe, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das pulverbeschichtet und
das hebt auch gut. Also ich habe hier noch keine Macken drin, gar nichts. Es ist benzinresistent, klar, es ist ölresistent. Das passt alles. Also da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Ich habe auch noch nirgends irgendwie Rost gesehen oder so. Insofern, das ist schon in Ordnung. Kommen wir zur Auffahrrampe. Im hinteren Bereich haben wir die Auffahrrampe, die relativ lang ist und hier unten nochmal solche kleinen Rollen hat. Das sind im Prinzip nur kleine Stahlteile, die hier auf dieser Welle drauf sitzen. Die Welle geht auch nicht durch, sondern die ist hier nur eingeschweißt. Und hier vorne sitzt dann ein kleiner Sägering drauf. Das ist alles relativ bündig hier oben, ein kleiner Abstand dazwischen. Ich habe hier ja normalerweise noch eine schwarze Auflage drauf liegen aus Gummi, einfach um das Ganze so ein bisschen zu schonen. Ja, und diese Auffahrrampe, die hat eine Besonderheit, denn ich fahre die jetzt mal gerade hoch. Die Auffahrrampe, das sieht man vielleicht, die bewegt sich. So, und da sind wir schon bei 1,20 Meter, so sieht das Ganze aus. Die Auffahrrampe, die fährt etwa zur Hälfte mit unter die Hebebühne. Ja, ich sag mal so, ob man das jetzt unbedingt braucht, lassen wir mal dahingestellt. Also sie fährt nicht komplett unten drunter weg, aber wenn man dann in diesem Bereich hier ist, ja, ist sie halt nicht mehr so lang, man kann hier nicht so stolpern. Aber gut, ja, ob man das unbedingt braucht, lassen wir mal dahingestellt. Ja, und wie immer ist es so, dass es ein paar Dinge gibt, die einem natürlich nicht so gut gefallen. Und das sind, je nachdem, wer sie bedient oder wer die benutzt, ganz unterschiedliche Sachen. Was mir ein bisschen negativ, also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und will so ein paar Sachen darüber sagen. Die sind aber alle nicht so dramatisch, dass man da jetzt einen riesen Fass aufmachen muss. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, ist das mit diesen Zurpunkten. Dass hier nur im vorderen Bereich 2 Zurpunkte sind. Ja, jetzt kann der eine oder andere sagen, wieso, das reicht doch. Für mich nicht, wenn man gerade daran denkt, an zum Beispiel Kupplung tauschen, wo man dann doch ganz gerne das Motorrad wirklich gut fixiert hat, weil man das Motorrad komplett oder fast zur Hälfte auseinandernehmen muss, dann ist es schon ganz sinnvoll, wenn man mehrere Punkte hat. Und wenn ihr euch die Videos angeguckt habt, dann habt ihr gesehen, dass ich das hier über Kreuz abgespannt habe. Das wäre schon gar nicht gegangen mit den vorderen oder mit den nur vorderen Zurpunkten. Es ist aber kein Problem. Also man kann hier gut reinbohren an einer x-beliebigen Stelle, wo man sie halt gerne haben möchte, und holt sich im Baumarkt solche Ösen mit ein paar Muttern hinten dran und die Sache ist erledigt. Also man kann das lösen. Schöner wäre es gewesen, wenn Twinbush sagt, okay, wir machen halt hier in einem gewissen Abstand überall so Löcher mit einer Mutter rein und man kann es direkt einfach anschrauben. Der zweite ganz wichtige Punkt, das ist schon für mich relativ wichtig, ist diese Sache mit dieser Platte in dieser Hebebühne. Ich bin mir fast sicher, dass man das hätte auch etwas anders lösen können, dass man zumindest, wenn die Hebebühne, sage ich mal, irgendwo bei 90 cm ist oder so, was eine gute Arbeitshöhe wäre, um, sage ich mal, einen Kettensatz zu wechseln oder, weiß ich nicht, einfach das Rad auszubauen für neue Reifen oder so, dass man diese Klappe dann doch, wenn man sie braucht, also man braucht die nicht immer, das ist schon richtig, aber wenn man sie halt braucht, dass man sie zumindest ein Stück weit aufbekommt, dass man das so verwenden kann. Das ist in dem Fall nicht so. Man muss also tatsächlich, wie schon gezeigt, die Hebebühne sehr, sehr weit hochfahren, was dann eben teilweise durch die Deckenhöhe eventuell begrenzt ist. Und erst dann kann man es im vollen Umfang nutzen. Ja, ist so. Vielleicht sagt der ein oder andere, nee, ist Quatsch, ich brauche das sowieso nicht. Ja gut, dann ist es uninteressant, dann kann man die Klappe, bei mir ist die Klappe auch die meiste Zeit zu.
und ich brauche die nicht. Es gibt aber doch Situationen, in denen es einfach so ist, dass man sie doch mal brauchen kann. Der dritte Punkt ist die Vorderradklemme. Zum einen sind es diese Sicken, die ich gezeigt hatte, die nach innen zeigen, die eventuell, je nachdem, was man für ein Motorrad hat und was für eine Felge man hat, zu einer Beschädigung führen kann. Das muss nicht sein, aber man kann auch da Abhilfe schaffen. Ja? Also wenn man vielleicht einfach den vorderen Bereich ein bisschen kürzer gemacht hätte, dann gäbe es dieses Problem gar nicht. Ja, wie gesagt, die Sachen sind so nicht so sehr wichtig, aber die sind halt einfach da, ja. Und ich möchte das halt einfach erwähnen. Wie gesagt, man kann sich was da draufkleben, Gummi, irgendwas, ja, Anti-Rutschmatte oder richtiges Gummi, dass man eben keine Beschädigung herbeiführt. Ansonsten ist diese Radklemme sehr, sehr, sehr praktisch, gerade bei Fahrzeugen ohne Hauptständer. Man kann nämlich einfach da drauf schieben, kann mit einem Fuß die Radklemme schließen und das Motorrad steht erstmal. Und das ist auch stabil, da passiert auch nichts. Auch ohne Gurte erstmal passiert nichts. Das hält das Motorrad schon sehr, sehr gut. Und diese beiden Druckluftzylinder sind schon auch sehr, sehr kräftig. Der letzte bzw. vorletzte Punkt ist die Auffahrrampe. Da habe ich ja jetzt auch zum Schluss gesagt, ich weiß nicht, ob man das unbedingt so braucht. Hätte man sie ein bisschen kürzer gemacht, dann wäre es vielleicht so, dass sie fast bis ganz unten drunter fährt. Das heißt, dass man also im hinteren Bereich, wenn man hier hinten außen rumläuft, eben nicht stolpern kann oder was auch immer. Aber das würde dann bedeuten, dass die Auffahrrampe kürzer ist. Das heißt, der Anfahrwinkel wäre wieder etwas steiler und bei einem schweren Motorrad wäre das dann vielleicht für den einen oder anderen wieder ein bisschen problematischer. Ich für mich denke, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber das sind halt so Punkte, die mir aufgefallen sind. Ansonsten die einzelnen Punkte, wo ich gesagt habe, hier, das ist so ein bisschen pragmatisch gelöst. Ja, das ist halt an den Rollen da unten, teilweise an den Verschweißungen. Das sind halt so Kleinigkeiten, die vielleicht der eine oder andere gar nicht sieht, weil es gar nicht auffällt und die Funktion überhaupt nicht beeinträchtigen. Also das Ding funktioniert trotzdem. Der letzte Punkt, den ich bemängelt habe oder den ich bemängeln will, ist, dass es sind alle Schläuche, die nach oben führen, innerhalb der Schere verbaut. Ordentlich verbaut, gar keine Frage. Da kann sich nichts aufscheuern. Ihr habt gesehen, da ist eine Feder außenrum, dass der Schlauch eben nicht geknickt werden kann und. Und man hätte vielleicht da direkt noch ein Stromkabel durchführen können, um vielleicht hier vorne im vorderen Bereich an der Radklemme eine Steckdose, eine 230 Volt Steckdose zu montieren. Das fehlt manchmal so ein bisschen, weil ich dann mit einem Verlängerungskabel oder mit einer Verlängerungstrommel oder eben vielleicht der eine oder andere hat so einen Würfel, der von der Decke runterkommt, ja gut, geht auch. Aber für, sage ich mal, den normalen Einsatz wäre es schon ganz cool, wenn man da vorne eine Steckdose hat, um einen Lötkolben anzuschließen, um, weiß ich nicht, eine Heißluftpistole anzuschließen oder was auch immer, ja, dass man das eben da parat hat. Das kann man natürlich nachrüsten, ganz klar, werde ich auch vielleicht irgendwann mal machen, aber man hätte das einfach auch schon integrieren können. Und ob die Hebebühne dann am Ende so viel teurer geworden wäre wegen so einer dämlichen Steckdose, weiß ich nicht. Aber vielleicht gibt es auch gar nicht den Bedarf. Vielleicht sehe nur ich das so. Das kann natürlich auch sein. Kommen wir zum Fazit. Ja. Ich setze mich erstmal hin für das Fazit. Ich habe die Hebebühne jetzt über ein Jahr im Einsatz, Sommer wie Winter. Und ich kann sagen, alles an der Hebebühne, von der Radklemme angefangen, bis hin hoch und runter fahren, Druckluft, die Fußpedale rechts wie links, die Luftsteuerung für die Radklemme vorne. Es hat immer alles einwandfrei funktioniert und es gab bis jetzt keinerlei Defekte. Also ich musste nicht irgendwie bei Twinbush anrufen und sagen, hier, schick mal jemanden raus,
Bei mir ist keine Ahnung was kaputt. War noch nicht der Fall. Es war auch nie irgendwie der Fall, dass ein Motorrad nicht drauf gepasst hat oder dass ich mich geärgert habe, dass die Arbeitsfläche zu klein ist. Überhaupt nicht. Ja. Alles einwandfrei, also perfekt eigentlich. Ja. Diese verschiedenen Sachen, die ich aufgezählt habe, wie gesagt, es kann sein, dass es den einen oder anderen gar nicht interessiert. Mir fällt es halt auf, aber das sind Dinge, die kann man durchaus verkraften. Vor allen Dingen dann, wenn man überlegt, dass diese Hebebühne irgendwas um die 1700 € kostet und andere Hebebühnen, professionelle Hebebühnen, irgendwo bei 4.000, 5.000 € und mehr liegen. Insofern kann man das gut verkraften. Würde ich diese Hebebühne nochmal kaufen? Ja, auf jeden Fall. Aus den genannten Gründen. Und trotz dessen, dass ich jemand bin, den manchmal Dinge stören, die andere gar nicht sehen, sage ich, ich kann da gut drüber hinweg gucken, es passt alles. Und es sind eigentlich Kleinigkeiten, die nicht so gut sind, sagen wir mal. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich eine zweite bräuchte oder eine dritte, würde ich auf jeden Fall dahin wieder zurückgreifen und mir genau die gleiche Hebebühne nochmal kaufen. Ja, in diesem Sinne, das war es zum Thema Motorradhebebühne von Twinbush. Ich habe ja noch ein zweites Gerät von Twinbush, und zwar die Reifenmontagemaschine. Auch da werde ich dann irgendwann mal nach einer Zeit so ein Resümee ziehen, wie diese Maschine sich bewährt hat. Mit der Hebebühne bin ich super zufrieden und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kurzer Moment noch. Hierum geht es im Übrigen im nächsten Video. Und zwar hatten wir schon mal das Vergnügen mit den Einspritzdüsen. Ich habe nämlich ein Gerät bekommen, mit dem man Einspritzdüsen testen kann, reinigen kann und schauen kann, in welchem Zustand die eigentlich sind. Und darum geht es im nächsten Video. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao.